Hallo, werte EEP-Freunde. Willkommen zu diesem weiteren Video über Themen zu EEP. In diesem Falle speziell aber zu Themen im Zusammenhang mit der Nutzung des Home-NOS-Drucker, der derzeit, also aktuell, nur für Konstrukteure, für Vertragspartner des Trend-Verlages verfügbar ist. Gut, auf die dahinterstehende Diskussion will ich hier nicht weiter eingehen. Insofern richtet sich dieses Video hier in erster Linie aktuell jedenfalls an Vertragskonstrukteure für EEP und dabei insbesondere an einen bestimmten Kollegen, der zum Thema dieses Videos im EEP-Forum bestimmte Fragen gestellt hat, die ich dort auch versucht habe zu beantworten, was aber bei der Komplexität des Themas vielleicht zumindest auf den ersten Blick etwas schwer verständlich ist. Noch dazu, wenn dann, wie im Falle dieses Kollegen, mutmaßlich Deutsch nicht gerade die Muttersprache ist. Also gut, ich habe mich jetzt dann doch entschlossen, zu den hier in Rede stehenden mehr oder weniger speziellen Fragen dann doch einmal ein Video zu erstellen und dies noch einmal in Bild und Ton, sprich meinen Erläuterungen verbaler Art näher darzustellen. Es geht um die Frage, wie man unter Verwendung einer beschränkten Anzahl von Texturen und möglichst geringem Aufwand für den Konstrukteur, für die User, für die EEP-Freunde, also für die Anwender des Programms, möglichst viele verschiedene Modellvarianten erstellen kann und sich bei alledem zugleich an diese sogenannten Modellbaurichtlinien hält, die ja für die Konstrukteure bestimmte Vorgaben machen, die insbesondere auch aus technischen Limitierungen begründet sind. So viel mal zur Vorrede und Einführung in das Thema. Es geht also hier um diesen Beitrag im EEP-Forum zu dem Thema Diskussion Texturen für die Flatcars, für amerikanische Flachwagen, Güterwagen, wo es dann um die Beschriftung der Modelle ging, insbesondere mit den Logos und Namen verschiedener amerikanischer Bahngesellschaften, die dann leider, muss man sagen, ihrerseits wieder offenbar doch auf ihren ach so wertvollen Markenzeichenrechten bestehen und dann wieder Lizenzgebühren verlangen wollen für die Nutzung ihrer Logos auf irgendwelchen virtuellen Modellbahn-Güterwaggons. Ich habe die Vermutung, dass da vielleicht auch Missverständnisse dahinter stehen, vielleicht auch Übersetzungsprobleme, sprachliche Missverständnisse in dieser auch komplexen Materie des Urheberrechts und des Markenzeichenrechts und von Lizenzgebühren und wirtschaftlichen Interessen
Und ach, was weiß ich, was da nicht noch alles eine Rolle spielt. Andererseits große Modellbahnhersteller und alle möglichen anderen Modelle auch in EEP verwenden haufenweise Logos. Aber das ist so ein unerschöpfliches Thema, auf das ich jetzt hier nicht eingehen will. Also, Ausgangspunkt dieses Videos ist, dass ich dann hier angeboten hatte, wenn das alles zu unverständlich ist, kann ich dazu auch einmal ein Video machen. Und da der Kollege jetzt hier gesagt hatte, dass das für ihn doch alles ein bisschen unverständlich und kompliziert ist, mache ich also dieses Video jetzt. So, nun geht es also los in Medias Res. Es geht darum, dass ich kürzlich ein Set veröffentlicht habe mit Gleismauern. Und dazu jetzt gerade noch im Testbereich für neue EEP-Modellsets sich ein Test mit meiner fortlaufenden Setnummer 0070 befindet, was also noch nicht erschienen ist im Shop, aber demnächst erscheinen wird, wo es dann auch wieder um Gleismauern geht. Und ich hatte jetzt noch eine weitere Texturvariante, die ich eigentlich auch noch gerne veröffentlichen wollte in mittlerer oder fernerer Zukunft. Und da sich das jetzt sehr gut als Beispiel eignet, um hier mal zu zeigen, wie man solche Modellvarianten mit anderen Texturen erstellt, und was man dazu alles tun und beachten muss, will ich dem eigenen Projekten in der Zukunft jetzt mal etwas vorgreifen und werde jetzt hier mal zeigen, sozusagen von Anfang an, wie man eine weitere Variante zu diesem Set hier mit 0070 hinten, wie man dazu eine weitere Variante erstellt. Das alles fängt bei mir in meinem Workflow, wie man das wohl heutzutage neudeutsch nennt. Ich hoffe, das ist dann das richtige englische Fremdwort dafür. Weiß nicht, ob die Amis oder Engländer tatsächlich auch sowas wie Workflow verwenden. Bei Handys ist das ja schon fraglich. Ich glaube, das kennen die wohl in ihrer Muttersprache gar nicht, das Wort Handy. Da nennt sich das dann Cellphone oder irgendwie sowas. Also ob die Amis selbst von Workflow sprechen, weiß ich nicht, aber ich benutze diesen Begriff jetzt mal, er klingt ja so schön international. Also in meinem Arbeitsablauf will ich jetzt mal darstellen, wie das aussieht, wenn ich jetzt das nächste Set mit einer anderen Textur, aber mit den identischen Modellen. Nur mit einer anderen Textur, aber mit den identischen Modellen erstellen würde und jetzt hier auch tatsächlich erstellen werde, jedenfalls in der Vorbereitung. Ich werde das also jetzt nicht, jedenfalls nicht im Rahmen dieses Videos bis ganz zum bitteren Ende durchführen, aber ich werde zumindest mal den Weg zum Ziel aufzeigen. So, also es gibt hier ein Set 70. Das ist hier auch auf dem Desktop nur eine Verknüpfung. Man sieht dann hier gleich Verknüpfungen auch immer mit der Setnummer 70 hinten. Die schreibe ich mir da also immer gleich rein. Da gibt es also die Verknüpfung zu dem eigentlichen Set-Ordner, den ich dann gleich auch für das neue Set anlegen werde. Dann zu einem korrespondierenden Ordner in Blender und im HomeNOS. Und dann noch die EEP 17 Ressourcenordner. Und zwar für die Gleisstile Sonstiges, für die Gleisstile Schienen. Das bezieht sich dann also auf unterschiedliche Splines in unterschiedlichen Layern, die zu diesem Set dazugehören, und dann noch ein der EEP 17 Immobilienordner. Ja, das lege ich mir dann hier immer, das lege ich mir erstmal vorab so an. Als Beginn eines neuen Projektes fange ich quasi von hinten an, indem ich mir erstmal die Set-Ordner anlege. Dazu gehe ich jetzt mal hier auf den Explorer
öffne den und gehe auf mein Laufwerk D und auf diesem Laufwerk D wie Dora, da gibt es hier unten für jedes meiner Shop-Sets einen eigenen Ordner, in dem dann alle Dateien für dieses jeweilige Projekt im Shop gesammelt werden. Also hier dieses Set 70. Es gibt jetzt noch ein Set 71, das ist das Schilder-Set 2, was kürzlich auch im Shop schon erschienen ist. Mit 3 solchen kleinen Verkehrsschildchen. Naja, da hat es auch Bemerkungen im Forum gegeben, auf die ich nicht weiter eingehe. Aber ich meine schon, dass es auch erlaubt sein dürfte, wenn man ein umfangreiches Schilderset 1 mit bahnbetriebsbezogenen Schildern, mit, ich glaube, mehr oder weniger weit über 200 Schildern veröffentlicht hat im Shop, dass man dann wohl als Konstrukteur auch mal befugt sein kann, noch ein Schilderset 2 nachzuschieben. Es hatte sich ja hier schon mit der Bezeichnung Set 1 angekündigt, dass es da irgendwann nochmal ein Set 2 gibt und vielleicht, was weiß ich, was ich in der Zukunft ausbrüte, vielleicht auch irgendwann noch ein Set 3 gibt. Das kann ich ja hier zumindest bis Set 9 noch durchziehen. Also wenn ich bis 99 Schildersets gehen wollte, hätte ich ja hier mit 02 oder mit 01 anfangen müssen. Gut, ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls geht es jetzt darum, hier bei der 70 mal weiterzumachen. Gleis, Mauern, Tunnel, Set 2. Da werde ich jetzt mal ein Set anlegen. Ich kopiere mir das erstmal in die Zwischenablage und zwar nur diesen Namen. Da gibt es ja in Windows 11 jetzt hier oben ein neu gestaltetes Kontextmenü, wo man hier oben solche Schnellsprungpunkte, Icons hat, wo man also hier gleich da muss man sich hier nichts raussuchen, sondern man hat hier oben gleich den Dateinamen zu editieren und dann kann man sich den mit Steuerung C in die Zwischenablage kopieren und kann sich dann hier oben links einen neuen Ordner einfügen und dann holt man sich gleich, solange das noch markiert ist, aus der Zwischenablage diesen Namen und benennt den dann mal ganz einfach um, indem man aus der 70 eine 72 macht und aus den Gleismauerntunnel Set 2 macht man dann, da werde ich jetzt mal wieder etwas kreativ, indem ich also das Wort Tunnel einfach mal weglasse und da Gleismauern Set 3 draus mache. So, das wird jetzt bis ans Ende aller Tage, es sei denn, ich benenne das irgendwann nochmal um, was dann aber im weiteren Verlauf unter Umständen doch zu etwas mehr Aufwand führt. Also das sollte man sich schon hier am Anfang im ersten Schritt reiflich gut überlegen, was man da macht. Das überlege ich mir und ich sage mir jetzt im Moment, dass das mal gut genug ist. 72 Gleismauern Set 3. So, so heißt das Set dann in Zukunft. So, dieser neue Ordner ist dann erstmal leer. Dann gucken wir mal, was in dem alten Ordner drin ist, hier in dem 70er. Da haben wir den eigentlichen Set-Ordner drin. Da sind dann nachher die Install 00 und die Installation EEP und diese beiden Dateien für den Shop-Upload dann als ZIP-Datei drin. Das brauchen wir jetzt noch nicht zu übernehmen. Das ist jetzt alles erstmal irrelevant. Wir sehen aber hier schon Texturordner. Und da können wir uns mal aus der 48 übernehmen, den Ordner. Das weiß ich nur noch aus dem Gedächtnis, weil ich ja das alles erst bearbeitet habe und mir vorhin im Vorgriff auf dieses Video auch nochmal angeguckt habe, damit ich jetzt hier nicht allzu sehr rumeiern muss. Diesen Ordner Auswahl. Den kopieren wir uns mal. Das ist hier unten dieses Icon in die Zwischenablage.
und gehen hier oben zweimal zurück auf die 72 und kopieren den hier hinein und nennen den jetzt mal nicht Auswahl, das ist zu wenig aussagekräftig. Also alles, was immer solche Versalien, solche Großbuchstaben hat, das ist immer sehr grundsätzlich. Texturauswahl. So, in dem Ordner Texturauswahl finden wir eine Datei, auch das hatte ich mir schon rausgesucht. Die habe ich mir alle von Texturis.com ausgesucht und runtergeladen. Das sind also 4 verschiedene Betontexturen für meine Gleismauern. Und die kann man sich, wenn man sich hier die Details im Explorer anzeigen lässt, kann man sich die hier in einer Vorschau anschauen. Das ist die eine Betontextur. Das ist eine zweite, die habe ich jetzt auch in dem nächsten Set verarbeitet, was noch nicht im Shop ist, aber soweit fertig ist im Testbereich. Und auch diese Textur hier, Moment mal, jetzt muss ich aber doch mal schauen, dass ich hier auch nicht Quark erzähle. Auch diese Textur, die hatte ich doch auch. Diese weiß ich jetzt gar nicht so genau. Eine dieser Texturen hatte ich auch verwendet. Und jedenfalls hatte ich mir jetzt diese Textur auserkoren als Textur für mein neues Set, was ich jetzt hier erstellen will. Das ist nämlich auch nochmal eine Betontextur, so für verhältnismäßig relativ frischen, neueren Beton, die also nicht ganz so verrottet und verwittert aussieht, aber einen deutlich anderen Farbton hat als die bisherigen Texturen, nämlich nicht so grau, sondern die so ein bisschen ins ganz leichte Braun, würde ich mal sagen, hineingeht. Jedenfalls eine verhältnismäßig deutliche Variante darstellt, die dann auch ein neues Set doch noch rechtfertigen könnte. So, diese Textur möchte ich also übernehmen. So, die verschiebe ich mir oder kopiere sie mir mal hier auf den Desktop. Rüberziehen, fallen lassen und dann hierher kopieren. So, die liegt da jetzt erstmal. Dann machen wir mal weiter mit dem ganzen Thema. Neues Set erstellen ist ja das Hauptthema dieses Videos. Und wir gehen jetzt mal in den HomeNOS-Ordner für Projekte. Den habe ich auch auf meinem zweiten Desktop, auf meinem zweiten Monitor. Da öffne ich jetzt mal den Ordner HomeNOS Projects, Projekte. Und da gibt es dann hier unten einen Ordner. Ich habe jetzt auch zum Schluss hier erst angefangen. Also man sieht hier einige vorherige Sets von mir. Parkhaus, S-Bahn-Tunnel 2 und 3, die Sets 2 und 3, die Schilder und ein paar Testprojekte und die Triebwagenwerkstatt. Das ist also alles schon im Shop. Und jetzt die letzten beiden Sets, da bin ich dazu übergegangen, jetzt auch hier im HomeNOS-Ordner die die Set-Nummern aus dem Shop sozusagen schon im Vorgriff zu übernehmen. Und das tue ich jetzt auch mal ganz easy einfach, indem ich diesen ganzen Ordner hier mit dem HomeNOS-Projekt aus diesem Set 70 einfach mal ganz frech kopiere. Kopieren. Oh. Man sieht, da werden dann doch so einige Dateien kopiert. Das geht auch deswegen so langsam, weil sich das Ganze hier nicht auf einer SSD oder NVMe M2 SSD abspielt, sondern auf einer ganz klassischen HDD, also noch einer steinzeitlichen Festplatte.
ist ein reines Speichermedium für all diese Projekte für Homnos. Da wird also im Prinzip nicht drin gearbeitet. Denn gearbeitet wird auf Laufwerk C im HomeNOS 17 Ordner, wo das Programm, die Exe installiert ist. Da wird mit den Exe-Dateien und DLL-Dateien, da wird mit dem HomeNOS richtig gearbeitet und das ist eine NVMe M2 SSD. So, der wird jetzt hier umbenannt und zwar auch ganz schlicht und einfach in die 72. Und nun kommen wir schon zu einem der springenden Punkte. Ich habe also jetzt diesen Ordner einfach kopiert. Damit ist also das gesamte Projekt Nummer 70, Gleismauern Z2, hier vollständig kopiert. Mit allen Projektdateien, mit allem Pipapo, drum und dran, etc. pp. Vollständig kopiert. Und den Ordner habe ich erstmal in 72 umbenannt. No, jetzt gehe ich in den Ordner rein und sehe da drin die ganzen einzelnen Unterordner für alle Modelle in diesem Set, die da enthalten sind. Nach meiner dumpfen Erinnerung von vor ein paar Tagen sind das, glaube ich, 106 Modelle, Immobilien und Splines in diesem Set 2, was da demnächst im Shop erscheinen wird. Wieder Modelle für Bahndämme und für Gleismauern und nochmal für Gleismauern Immobilien. Hier hinten sieht man im. Also ich habe mir auch so ein Schema angewöhnt im Laufe der Zeit. Und hier sieht man zum Beispiel schon in den Dateinamen steht immer Text 01, Text 02 drin. Da muss ich dann jetzt aufpassen, dass wenn ich hier wieder in dem Set, was ich jetzt hier gerade anlege, muss ich da dann natürlich auch für die Unterscheidung nachher für die Anwender in EEP muss ich die Modelle dann natürlich zum Beispiel als Gleismauer 1 Text 03 Immobilie bezeichnen. Und zwar das fortlaufende Modell 5, 7, 8, 10, 4, 6, 9. Also die sind hier hinten auch durchnummeriert und haben dann immer bei Immobilien ist es immer im und hier oben bei Spline-Modellen ist es hier S4. S4 steht für den vierten Spline-Typ, das sind die Wasserwege sonstige. Und hier oben die S3 stehen für den dritten Spline-Typ. Das sind die Schienen. Schienen sind auf gut Deutsch Straßenbahn-Splines. Sodass man also, wenn man da Bahndamm und Gleismauer übereinander auf identische Koordinaten setzt, dass man die als Anwender auseinanderhalten kann. Das eine ist im Straßenbahnlayer und das andere ist im Wasserwege sonstiges Layer halt. So. Manche nennen sich dann eben die hier, die nennen sich Bahndamm, weil das alles Splines sind, die irgendwie in Zusammenhang mit dem Bahndamm stehen. So Flügel, Mauern und sowas für den Bahndamm, die seitlichen Begrenzungen des Bahndamms. Und naja, so, ja, da gibt es die einzelnen Ordner. Und dann fangen wir mal einfach ganz keck an hier mit dem obersten und den kopieren wir uns auch. Kopieren den hier. Hä? Wo hat er den denn jetzt hinkopiert? Ach, den hat er hier. Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Hat er den jetzt hierher kopiert? Wo hat der den denn hinkopiert? Ja, das ist jetzt wieder typisch, das hatte ich ja noch nie. Hat der den jetzt einfach hier irgendwo reinkopiert? Wo hat denn der den eben hinkopiert? Hä? Muss ich nicht verstehen. Also, wo auch immer der den jetzt eben hinkopiert hat. Ich kopiere ihn jetzt nochmal. Wo will der denn den einfügen? Projekte, Bahndamm.
Nach Bahndamm. Ach, der fügt immer noch diesen Ordner hier Auswahl mit den vier Betontexturen. Den will er hier einfügen. Nee, Junge, lass das mal. Mach das mal zu und mach das mal zu und mach das mal zu. Hat der den jetzt hier irgendwo eingeführt? Auswahl? Ach so, da oben hat er ihn eingefügt. Ja, Quatsch, den brauche ich da natürlich nicht. Das ist doch völliger Quatsch. Weg damit. So, da war irgendwas in der Zwischenablage, weiß der Geier, was er sich dabei gedacht hat, jetzt eben der Explorer oder der Windows-Geist oder irgendwer hat sich was dabei gedacht, also ich jedenfalls nicht, ähm, da was einzufügen. Ich will jetzt hier diesen Ordner, den will ich jetzt kopieren. Himmel, ist das denn so schwer? Ach so, ich habe auch hier auf Einfügen geklickt. Ich habe nicht auf Kopieren, sondern auf Einfügen geklickt. Und da das immer noch und ewig in der Zwischenablage ist, solange nicht etwas anderes in die Zwischenablage kommt, hat er natürlich das, was in der Zwischenablage ist, hier auch eingefügt in den Ordner, der hier markiert ist. Das war ja alles richtig. Bloß ich habe halt auf das falsche Icon hier oben geklickt, weil ich hier so viel quatsche und abgelenkt bin. Also, ich muss hier natürlich auf Kopieren klicken. So. Und dann auf Projekte und hier unten auf die 72. Genau. Ach so, und das brauchte ich ja gar nicht zu kopieren, weil ich vorhin den ganzen Ordner 72 kopiert habe. Also ich bin völlig aus der Bahn geworfen im Moment. Aber ich bitte dich zu entschuldigen. Ich bin jetzt 69 Jahre alt und werde im Februar, das ist ja schon diesen Monat, wenn ich das sehe, richtig, 70 Jahre alt und ich bemerke gerade bei mir, dass ich fast täglich weiter abbaue. Vor allen Dingen, wenn ich unter Stress stehe, wie jetzt hier beim Video aufnehmen, ist es nur ein sehr schwacher und ein sehr positiver Stress. Es ist angenehm, gibt viel unangenehmere Dinge im Leben, als so ein Video aufzunehmen. Aber es ist trotzdem ein gewisser positiver Stress und es fordert mich doch im Alter zunehmend mehr. Ich komme dann vom Hundertsten ins Tausendste, erzähle zu viel rechts und links neben dem Thema, was ja vielleicht auch für den einen oder anderen gelegentlich interessant ist und auch noch irgendwelche zufälligen neuen Informationen vielleicht mal enthält. Kann ja alles sein. Aber ich komme dann auch selbst. Ich verliere dann einfach mal den Faden und bin hier unkonzentriert. So, zurück zum Thema. Diese ganzen Ordner aus allen Projekten gibt es ja hier schon. Und jetzt wirklich zurück zum Thema dieses Videos. Der Witz besteht jetzt darin, dass man nun anfängt, diese Dinger hier umzubenennen. Und wenn ich jetzt hier in dem Set 72 wieder so einen Bahndamm, aber mit anderer Textur drin haben will, dann muss ich das jetzt hier umbenennen. Das Modell und auch im HomeNOS den ganzen Projektordner. Das ist ja, für den HomeNOS ist das ja der Projektordner hier. Denn in dem Ordner drin steckt hier die PRJ, die Projektdatei. Das ist also der Projektordner des HomeNOS. Und der darf natürlich in diesem Set 72 nicht genau die identischen Namen haben wie in dem Set 70. Denn irgendwann landet das alles auf einer Festplatte in einem EEP-Ordner nach dem Erwerb im Shop und nach der Installation durch einen User. Landet das bei dem User, der dann hoffentlich beide Sets erworben hat, alles in einem EEP-Ressourcenordner. Und spätestens da müssen sich diese Dateien hier namentlich unterscheiden, sonst überschreibt bei identischen Namen
nämlich das jüngere Modell, das ältere Modell. Das verschwindet dann einfach. Für EEP ist das dann nicht mehr existent. Also für EEP existieren beide verschiedenen Modelle nur, wenn sie verschiedene Namen haben. Und das entscheidet sich hier schon am Anfang in dem Projektordner vom HomeNOS. Und deswegen muss ich hier schon darauf achten, dass die Dinger unterschiedliche Namen haben. So. Also muss ich die umbenennen. Und dann muss ich mich mal an mein Schema erinnern, was ich hier habe. Diese komischen Dateinamen. Bahndamm 1. 1 steht für einen eingleisigen Bahndamm. Es gibt auch zweigleisige Bahndämme. Und dann gibt es noch Bahndämme mit einer Null. Die sind dann sowohl für eingleisig als auch für zweigleisig verwendbar. So, S3 hatte ich vorhin schon erwähnt, steht also für ein Spline. S für Spline und 3 für einen Spline aus Straßenbahn, also der sich in diesem Straßenbahn-Layer, in diesem ja, Layer, in dieser Kategorie von Straßenbahn-Splines da in EEP einsortiert wird. So, 01 steht für die Texturvariante. Und 01, die zweite 01, steht für die Modellvariante. Das sieht man auch nochmal, wenn man hier zurückgeht. Es gibt also es gibt also praktisch immer Spline-Bärchen. 0101 und 0102. Das ist also praktisch das Modell 1 in der Texturvariante 01 und in der Texturvariante 02. Und was ich jetzt machen muss und machen will, ist ja eine dritte Texturvariante. Also muss ich jetzt, kann ich erstmal praktisch hier reingehen und alle Ordner löschen. Ich kann hier auch bedenkenlos löschen, es ist ja eh eine Kopie. Also im Moment mache ich noch nichts kaputt, wenn ich was Falsches lösche. Ich mache mir dann höchstens selbst viel mehr Arbeit. Aber ich schaffe mir hier auch mehr Übersichtlichkeit, indem ich hier alles, was hinten eine 02 hat, nämlich die zweite Texturvariante in diesem Set 70 repräsentiert als Projektordner, kann ich hier gleich erstmal vorab rauslöschen, weil ich ja in diesem dritten Set, was ich hier gerade anlegen will, ja nur noch eine Texturvariante, nämlich die dritte Texturvariante drin haben will. So. Deswegen schmeiße ich jetzt alle Zweier und auch diese dritte, die ich hier mal testweise drin hatte, die ganzen Zweier, die schmeiße ich mal vorab raus. Dann kriege ich hier nämlich auf einen Schlag 50% weg, die mir nur die Übersicht nehmen. 2. Da muss man jetzt etwas konzentriert arbeiten und klicken, dass man nicht aus Versehen mal was Falsches anklickt. Vor allen Dingen, weil ich dann wieder hektisch werde. Ich bleibe aber lieber ruhig und konzentriert. Es tut mir leid, dass das im Moment etwas langweilig rüberkommt, aber... Und hier bei den Immobilien muss ich jetzt aufpassen, da kann ich alles löschen, was die Text 02 hat. Das ist nämlich auch bei den Immobilien dann diese zweite Variante, die ich ja in dem dritten Set nicht brauche. Dies kann alles weg. Könnte ich auch machen, wenn das Video zu Ende ist, aber ich erlaube mir jetzt mal hier die Zeit in Anspruch zu nehmen. Bin ja auch gleich fertig. Muss hier auch aufpassen, weil hier zwischendurch kommen nämlich wieder mit Text 01.
Die Falle lauert überall. Es ist doch alles nicht so einfach. Ich hatte auch da im Forum geschrieben, dass das Ganze eigentlich eine Konzentrationsaufgabe ist, weil man sich da nämlich doch ganz schön konzentrieren muss und aufpassen muss, dass man sich nicht selbst mehr Arbeit macht als nötig. Hier unten gibt es noch 3 Zweiermodelle. So. Die können jetzt alle rechte Maustaste, Shift-Taste drücken und endgültig und unwiderruflich löschen. Man sieht, da geht doch eine ganze Menge weg. Spart ja auch Platz. So, jetzt haben wir hier nur noch diesen Bahndamm 1, S301, 01, 02, 01, 03, 01. Jetzt müssen wir hier in diesem Ordner, und das mache ich jetzt wirklich nur an diesem einen Beispiel, wahrscheinlich. Wir gehen jetzt in den Ordner rein. Und jetzt wird es wieder sehr speziell und wichtig. Und bitte Aufmerksamkeit, aufwachen bitte. Wenn man bisher schon eingeschlafen ist, jetzt bitte wieder aufwachen. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir konsistent bleiben, dass wir hier in diesem Ordner 72 in den einzelnen Ordnern hier schon bei dem Ordnernamen für das Projekt anfangen, dass wir hier schon den Namen dieses Ordners schon ändern, nämlich von der Texturvariante hinten 01 auf die 03. Denn das soll ja die dritte Texturvariante werden. Das wird dann nachher auch wichtig, weil das dann auch beim User nach der Installation dieser Modellsets in EEP in dem entsprechenden Splines-Ordner entsprechend angezeigt wird, in den Kategorien, in den Modellkategorien, bei der Modellauswahl. Dass das dann das Modell Bahndamm 1 S30103 ist, was es ja bisher so überhaupt noch nicht gibt. Das wird ja jetzt erst angelegt. So, das können wir uns markieren. In die Zwischenablage mit Steuerung C. So, dann gehen wir in den Ordner hinein und können in dem Ordner, können nicht nur, sondern müssen alle 3 Dateien umbenennen. Da kann man einen Rahmen ziehen. Zumindest unter Windows 11 geht das so. Inwiefern das schon immer und unter früheren Versionen gegangen ist, weiß ich nicht mehr. Wenn ich es mal gewusst habe, habe ich es vergessen. Und wenn es noch nie so gegangen ist und jetzt erst unter 11 so geht, ja, mag es so sein. Jedenfalls jetzt geht es. Man kann einen Rahmen aufziehen, rechte Maustaste auf eine dieser 3 Dateien. Ich nehme aus Gewohnheit meistens die oberste. Aufklicken, hier oben auf Umbenennen, dann wird die markiert. Dann hole ich mir aus der Zwischenablage mit Steuerung V diesen kopierten Ordnernamen und trage den hier als Dateinamen für die INI-Datei ein. Die heißt jetzt schon 03 hinten. Und in dem Moment, wo ich das mit Klick hier irgendwo hin, Linksklick irgendwo hin, diese Auswahl aufhebe, wird man sehen, der geneigte Betrachter wird bei entsprechender Aufmerksamkeit erkennen können, dass dann sich in dem Augenblick auch diese Dateinamen hier beide sofort auf 03 ändern. Simsalabim, und schon sind alle 3 Dateien umbenannt. Wunderbar praktisch. So, nächster Schritt, wichtig, Aufmerksamkeit gefordert. Jetzt markieren wir die Projektdatei und die... Nein, jetzt markieren wir erstmal diese Datei, gehen hier wieder auf dieses Umbenennen. Jetzt ist nur der Suffix markiert, also nur das vor dem Trennpunkt.
also der eigentliche individuelle Dateiname. Der Typ hinten ist nicht markiert. Es ist nicht die INI markiert, sondern nur der Name. Wenn man da einfach so rechte Maustaste reinklickt, umbenennen, wird nur dieser vordere Abschnitt markiert. Den kopieren wir uns wieder in die Zwischenablage. So. Jetzt markieren wir die Projekt- und die INI-Datei. Nur diese beiden Dateien. Die MDL brauchen wir nicht zu markieren. Die ja, können wir praktisch nicht bearbeiten, weil das eine binär kodierte Datei ist. Da sehen wir nur Sonderzeichensalat, wenn wir die im Editor öffnen. Da haben wir nichts drin zu suchen. Die Projekt- und die INI-Datei sind beides ganz einfache Textdateien, die wir ohne weiteres in Notepad++ bearbeiten können. Und das werden wir jetzt auch tun. Rechte Maustaste mit Notepad++ bearbeiten. Wenn Notepad++ richtig installiert ist, dann kann man über die Variablen von Windows und eine entsprechende Installationsroutine von Notepad++ kann man sich das in die Registry von Windows eintragen lassen und dann taucht Notepad++ hier auch im Kontextmenü von Windows auf, so wie es jetzt hier auch auftaucht. Mit Notepad++ bearbeiten, so, und dann geht das auf und dann sind hier beide Dateien, die wir markiert haben hier. Beide Dateien waren ja markiert und wir haben gesagt, die sollen beide in Notepad++ bearbeitet werden. Dann gehen sie auch beide hier auf. So, hier steht jetzt in dieser Projektdatei und auch in der INI-Datei, die ja auch offen ist, steht in beiden Dateien hier oben noch hinten die Texturvariante 01 drin. Und auch hier oben. Man muss immer, wenn man solche Projekte hier ändert auf ein neues Modellset und jetzt wie hier bei mir auf dieses Set 72, dann macht man sich immer in dem jeweiligen Projektordner diese beiden Dateien, die INI-Datei und die Projektdatei auf. Und in beiden Dateien muss man immer dieselben Zeilen und nur diese selben Zeilen bearbeiten und ändern und anpassen. Wir haben ja eben diesen neuen Modellnamen hier hinten mit der 03, den hatten wir ja in die Zwischenablage kopiert. Und jetzt markieren wir diesen alten Namen, markieren wir einmal und gehen auf Suchen und Ersetzen. Und dann wird der uns hier oben angezeigt. Und hier steht Ersetzen durch und da steht irgendwas, was ich zuletzt mal ersetzt habe. Jetzt egal. Das markieren wir und fügen aus der Zwischenablage. In der Zwischenablage hat er jetzt drin die Bahndamm 1 S30103. Das ist das letzte, was ich in die Zwischenablage kopiert habe. Das fügt er hier ein. Und das ist ja genau das, was wir jetzt ersetzen wollen. Wir wollen ja aus der 01 eine 03 machen. Und wenn wir jetzt hier auf diese Schaltfläche klicken, alle Funde in allen offenen Dateien ersetzen, dann werden alle Textzeilen mit dieser 01 hinten von Notepad gesucht und auch gefunden. Und zwar gesucht wird in allen offenen Dateien, das sind diese beiden hier oben, diese INI und diese Projektdatei. Und da werden alle Zeilen gefunden, die genau dieses Bahndamm 1 S30101 enthalten. Und das wird jeweils ersetzt durch Bahndamm S30103. Und genau das soll ja passieren. Ich will es mir ja einfach machen. Ich will das ja nicht alles einzeln raussuchen. So, alle Funde in allen offenen Dateien ersetzen. Plong. Sind Sie sicher, dass alle vorkommen? Ja, ich bin mir sicher. Ja, ja, okay, das will ich ja. So, mach mal. Ersetzt in geöffneten Dateien 8 Vorkommen wurden ersetzt. Wir zählen mal durch. Hier oben ein Vorkommen.
Da steht jetzt 03. Diese Zeilen, die tauchen immer auch hier unten nochmal auf bei Description und Remarks. Das sind dann in den HomeNOS-Dateien die Beschreibungen des Modells und die Anmerkungen, übersetze ich das jetzt mal. Auch diese beiden Zeilen müssen immer entsprechend angepasst werden. Entweder man macht es manuell, indem man sich die raussucht und hier hinten die Ziffern halt ändert, so wie ich das mit meinem Schema halt mache, dass ich da nur eine einzigste Ziffer nur ändern muss und schon habe ich ein anderes Modell. Hauptsache ein einziges Zeichen in diesem ganzen Namen ist unterschiedlich. Schon ist das für den HomeNOS und auch für EEP später ist das ein anderes Modell. Ja? Und dann hier unten noch. Das ist sogar noch mit das Wichtigste. Der Export 3DM-Name. Also beim Exportieren der dann mitgegebene 3DM-Name, der lautet dann nämlich hinten 03. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind die 8 Vorkommen. Das sind nämlich hier in der INI-Datei noch die Übersetzungen. Bei mir sind also grundsätzlich Modellname und Dateiname immer identisch. Es gibt zwar die Möglichkeit, nach allen Anleitungen, die so kursieren für den HomeNOS und für, was weiß ich, Modellbaurichtlinien und bliblablub, für alles Mögliche gibt es ja Anleitungen. Da steht überall drin, dass man also diese Modellnamen hier, die zwischen den Anführungszeichen stehen, als String sozusagen in EEP, was da nachher dann in der Modellauswahl angezeigt wird, dass man da alles Mögliche reinschreiben kann, unendlich lang, was weiß ich, vielleicht 256 Zeichen oder was da auch immer die Maximalgrenze ist. Da kann man ganze Operntexte reinschreiben, was das Modell alles sein soll. Es ist natürlich ein idiotischer Aufwand für den Konstrukteur. Vor allen Dingen, wenn ich solche Sets rausbringe wie 205 Bahnzeichenschilder oder 80 Splines oder meine Modellsets, die halt immer recht umfangreich sind, damit die User auch schön was zum Bauen haben. Also wenn ich natürlich nur ein Set mit 3 Häuschen rausbringe, dann kann ich diese 3 Häuschen hier natürlich stundenlang in epischen Texten beschreiben. Mit grünem Balkon und rosa Blumen oder was weiß ich, ja. Aber wenn ich solche technischen Sets mache mit einer unwahrscheinlichen Anzahl an Modellen und das dann vielleicht noch in 4 verschiedene Sprachen übersetzen soll, die ich nicht ansatzweise beherrsche. Ich kann kein Wort Französisch außer Notre Dame und Telefonzelle oder was weiß ich hier, Polnisch. Nicht ein Wort. Mein Nachname ist zwar polnischen Ursprungs, aber das heißt ja nicht, dass ich auch nur ein einziges Wort Polnisch kann. Meine dritt- oder viert vorhergehende Generation ist mal aus Polen eingewandert nach Berlin. Aber ich nicht. Also jedenfalls, da setzt es bei mir, da übernehme ich keine Gewähr, wenn ich hier irgendwas drin schreibe, ob das denn tatsächlich Bahndamm heißt. So, deswegen mache ich also solche rein technischen Sachen hier, die natürlich für mich, da ich grundsätzlich faul und bequem bin, die das für mich hier auch einfach machen und den Aufwand einfach vertretbar halte, vor allen Dingen für die Preise, die ich erziele, damit das für die User bezahlbar bleibt in ihrem Monatsbudget. Ich als Konstrukteur kriege bei jedem Modellset, egal wie viele 10, 20 oder 100 Modelle da drin sind, bei meinen 5,99 Euro, die ich verlange, kriege ich effektiv 2 Euro raus. Also für die 2 Euro setze ich mich hier nicht stundenlang hin und übersetze irgendwas ins Französische oder Polnische. Ja, bei aller Liebe für die Franzosen und für die Polen. Nichts gegen solche Leute, ja. Ist alles EU und alles lieb und nett. Ja, aber nee, also so weit geht die Liebe nicht, dass ich jetzt hier noch anfange, individuelle Übersetzungen zu produzieren. Und die vielleicht noch auf Richtigkeit zu überprüfen, indem ich sie noch vor und zurück übersetze. Ins Polnische und dann aus dem Polnischen wieder zurück ins Deutsche. Kann man ja alles machen. Kann man ja alles machen. Aber nicht für 2 Euro netto am Ende. So, ja, zurück zum Thema. Wir sind jetzt so weit, dass wir das hier in diesen beiden Dateien alles übersetzt haben, nicht übersetzt haben, sondern angepasst haben auf
diesen individuellen neuen Modellnamen in diesem weiteren Gleismauern-Set mit der Nummer 72, was da oben in der Titelleiste ja ersichtlich ist. Und da sind wir jetzt bei diesem neu angepassten Modell. Jetzt gehen wir mal hier oben auf alle Dateien speichern. Halt. Ein Punkt noch. Damit man das gleich am Anfang richtig macht, hier mal in Notepad++ gibt es einen Trick. Man kann nämlich die Alt-Taste drücken, den Cursor hier vor die 0 setzen und den Rahmen hier nach unten aufziehen. Und wenn man die Alt-Taste gedrückt hält, dann hat man das hier untereinander in einer Blockspalte markiert und kann aus der 0 eine 2 machen. Und schon steht hier in dieser INI-Datei bei der Gelegenheit auch gleich die richtige Setnummer für alle 4 Sprachen drin. Das Icon ist mehr oder weniger richtig. Das ist das Icon für Modelle für Gleismauern aus diesem berühmten Icon-Verzeichnis da in der HOMNOS Wiki findet man das. Und hier unten können wir mal gleich noch die Dokumentation anpassen. Die nennen wir dann mal Gleismauer. Das Tunnel wollten wir ja rausnehmen. Deswegen setzen wir das mal auch hier so hin und machen das Tunnel weg und nennen das mal Gleismauern. Gleismauern, genau. Und nennen diese Doku, also die Dokumentation dann nachher, das ist dann die Dokumentation für das Set Gleismauern 03 KS1 und dann nennt sich die Dokumentation selbst auch Alt-Taste gedrückt halten und kopieren in die Zwischenablage halt. Da ist jetzt wieder was anderes bei mir. Meine Makrotasten für die Tastatur, da muss ich noch kurz ein Batch-Skript anklicken. Moment, das da. Da wird kurz ein Batch-Skript gestartet. Bitte nicht irritieren lassen, das hat nichts mit dem Video zu tun. Das ist nur mein Logitech-Makroskript. Das muss mal neu gestartet werden. Also das hier können wir jetzt in die Zwischenablage kopieren und können es hier wieder einfügen an der passenden Stelle, dass also auch die Dokumentation selbst dann Doc Bahndamm 1 S30103 KS1DE heißt. Nee, das ist Quark. Da ist das Falsche in die Zwischenablage kopiert worden. Das machen wir mal nochmal. Cursor hier vorne hin, Alt-Taste drücken, kopieren und hier einfügen und dieses doppelte KS1 hier, das muss weg. Also so muss man dann eben aufpassen, vor allen Dingen, wenn man sich dann selber verstolpert, so wie ich jetzt eben, dem mal ein Kopiervorgang nicht ganz so sauber war, dann muss man sich sofort, das muss man sofort merken und sich sofort selbst korrigieren, dass also hier der Ordner dann Doc Gleismauer 03 KS1 heißt, dann später bei der Installation des Sets. Und dann landen auch die PDF-Dateien für die Dokumentation mit den Namen passend zum Set Doc Gleismauer 03.de Englisch, Französisch, Polnisch KS1 PDF landen dann im richtigen Ordner.
Und da kann man auch gleich mal das hier markieren und mal gucken. Das sind hier unten Selected 29, das sind 29 Zeichen. Das ist übrigens auch hochinteressant. Das sollte man auch immer bitte kontrollieren, dass man die einzelne Datei hier unten, der Export 3D-Name, den muss man kontrollieren. Und zwar muss man den inklusive des Suffix, also hinter dem Punkt der 3DM-Dateiendung, die muss man mitmarkieren. Und das alles zusammen dürfen nicht mehr als 31 Zeichen sein. In meinem Falle sind das sogar nur 26. Da hätte ich also noch reichlich 5 Zeichen noch Luft für den Dateinamen, aber lieber zu kurz als zu lang. So, wir haben jetzt jedenfalls hier Bahndamm 1, Straßenbahn, äh, Modellvariante 01, aber mit der dritten Texturvariante und KS1, Konstrukteurskürzel und Dateiendung. Wunderbar, jetzt können wir alles speichern. Hier oben gibt es einen Button in der Menüleiste von Notepad. Alle offenen Dateien speichern, dann verschwinden hier diese Schreibschriften davor. Und die können wir jetzt auch alle schließen. Fertig. So, damit ist das mit eins der zentralsten Dinge ist damit erledigt. Und wir können noch diesen Release-Ordner, den können wir uns mal noch auf den Desktop ziehen und zwar als Verknüpfung. Und dann gehen wir hier rein in diesen Dateinamen und holen uns den nochmal in die Zwischenablage. Gehen hier nein, wir holen uns den mal von hier oben mit der 72 und dem. Nee, doch, wir nehmen das hier hinten. Entschuldigung, 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 ich muss mich wieder mal konzentrieren. Wir nehmen uns da hinten also den eigentlichen Projektnamen dieses spezifischen Projektes hier in diesem Set-Ordner. Den nehmen wir uns und packen den hier vor das Release, fügen den ein, machen noch einen Leertastenschlag dazwischen und löschen hinten das Wort Verknüpfung. Es bleibt ja eine Verknüpfung, auch wenn da nicht mehr Verknüpfung steht. Der Pfeil hängt ja immer noch dran. So, dann haben wir schon mal einen direkten Zugang zu unserem Exportordner, wenn wir nachher soweit fertig sind. So, wir können jetzt ja mal gucken. Hier drin gibt es in jedem Projektordner eine Texturen-Textdatei und da steht drin, welche Textur wir für dieses Modell brauchen. Das ist die 10648. Diese 10648, die suchen wir uns jetzt im Parallels-Ordner. Das ist das ist die Sammeltextur für dieses Modell 10648. Die können wir hier auslesen in dieser Texturentextdatei und öffnen uns mal den HomeNOS Parallels Ordner. Auch der liegt bei mir als Verknüpfung auf meinem zweiten Desktop. Den habe ich jetzt hier geöffnet. Warum der sich jetzt gleich wieder schließt, weiß ich nicht, aber das sind so die Scherze von Windows manchmal. Und dann hatte ich mir nee, den hatte ich mir hier nicht kopiert. Dann gehen wir hier mal in die 10648 und suchen uns die. So, da haben wir die 10648 in Parallels. Und ich gucke jetzt doch noch mal in dem eigentlichen Parallels-Ordner unter Details. Mache das mal groß. Gehe auf namentliche Sortierung. Wo sind wir denn? Das erscheint mir hier so verdächtig wenig.
Bin ich denn in dem richtigen Ordner? Jetzt sind wir in dem richtigen Parallelsordner. Wo auch immer wir vorher gewesen sind, wir sind jetzt im richtigen Ordner. Und jetzt suche ich mir mal hier die 10648. 10648, da ist sie. Und man sieht hier schon eine ganze Menge Texturdateien mit der 10648 vorne als Textur-ID. Und es gibt nur eine einzige Datei, die wirklich nur 10648 heißt. Wo finde ich die denn? Die ist da, da ist sie. Das ist die 10648. Und die kopieren wir uns jetzt in die Zwischenablage, wohlgemerkt mit diesem Button, kopieren, Steuerung C, kopieren uns die in die Zwischenablage und fügen die mal auf dem Desktop auf unserer Arbeitsoberfläche ein. Da sieht man gerade mal dieses Tool TerraCopy, was ich auch in einem anderen Thread im Forum gerade als Tipp vorgestellt hatte. Das ist dieses Kopieren-Tool, was ich hier aus dem Freeware-Bereich bei mir einsetze. Ja, was bei mir also standardmäßig für Kopiervorgänge benutzt wird. Da ist jetzt die 10648 PNG. Und die sieht im Moment, sieht die so aus. Die hat hier solche Streifen. Das ist eine Betontextur, die ich jetzt in meinem letzten Set als eine der beiden Texturvarianten dort benutzt habe. Die steht also auch als 10648 im Parallelsordner. Und ich hatte ja vorhin schon hier gesagt, dass ich also in dem neuen Set, in dem 72er Set, was ich übrigens noch gar nicht auf den Desktop gezogen habe, was ich jetzt mal schleunigst nachholen werde, was hier auch nicht mehr offen ist. Deswegen muss ich es mir dann jetzt auch noch mal aufmachen. Wir gehen noch mal in den Explorer und auf D und ganz nach unten und machen das mal hier auf mittlere Größe und suchen uns mal das Gleismauern-Set 2 und ziehen das uns als Verknüpfung auf den Desktop. So, und benennen das um, indem wir hier hinten diese Verknüpfung wegnehmen und das auch mal abkürzen, sodass das dann in 2 Zeilen passt. Gleismauern Z3. Das ist die 72. So, dann brauchen wir das in Zukunft nicht mehr. Und das schiebe ich mir mal direkt hier drunter. Dann sehe ich, also hier oben habe ich meine Reihe mit vorhergehenden Sets. 64, das war das erste Gleismauern-Set. Und dann kommt hier 66 das erste S-Bahn-Tunnel-Set, 68 S-Bahn-Tunnel-Set 2, S-Bahn-Tunnel-Set 3 und das Schilder-Set 2 war die 71. Die 70 ist hier, das sind also meine letzten Sets. Das allerletzte Set, was ich bearbeitet habe, ist hier detaillierter aufgeschlüsselt und jetzt kommt das neue Set 72 dazu. Das kommt dann hier und wenn ich da draufklicke, bin ich jetzt in meinem neuen Set-Ordner und da hatte ich mir ja vorhin ganz am Anfang dieses Videos, vor 3 Stunden irgendwann, hatte ich mir ja hier schon mal diesen Auswahl-Textur-Ordner und da hatte ich mir hier diese Auswahl der Texturen und da wollte ich ja jetzt diese Textur Concrete New, also Beton neu 011, das ist die Bezeichnung von Texturis.com. Diese Textur, die ich mir da runtergeladen hatte, die kopiere ich mir jetzt mal hierher. Ach, die hatte ich mir schon kopiert. Die liegt ja da schon. Brauche ich es ja jetzt nicht nochmal zu machen. So, Moment mal. Ja, das ist die ja. Gut. Also, die beiden Texturen, die haben wir jetzt hier offen. Wo kam die andere jetzt her? Hatte ich mir die auch schon? Ach, die andere. Ach so, die müsste ich mir hier vielleicht mal nebeneinander hinpacken. So, das sind also die. Das ist die 10648. Das ist das
was ich jetzt übernehmen will. Die habe ich jetzt beide in Paint offen. So, nun machen wir mal erstmal Folgendes, indem wir diese 48er, indem wir sie mal beide wieder zumachen. Und diese 48er hier, das ist ja die benennen wir mal um in Beton. Davor schreiben wir mal noch, das kann ja alles so lang sein, wie es will. Gleis, Mauern, Beton, Text, Variante, sodass ich das auch im halben, dreiviertel Jahr noch nachvollziehen kann, was ich hier mal mache. Falls ich viel später mal darauf zurückkomme, muss ich ja wissen, was ich hier heute Anfang Februar 25 mache, denn in ein paar Wochen, schon in ein paar Wochen habe ich das mit Sicherheit alles vergessen. Das ist jetzt die Variante 02. So, und das Dingens hier, das kopieren wir uns mal hierher. Kopie und nehmen uns das, kopieren es in die Zwischenablage. Wobei ich sehe, dass hier hinter ein Leertastenschlag vor dem Punkt ist zu viel. Den können wir mal gleich rausnehmen. Dann haben wir diesen Dateinamen in der Zwischenablage und geben den bei dieser Kopie hier jetzt, nee, da nicht. Hier bitteschön. Da geben wir den als neuen Namen ein, benennen die also um von Kopie jetzt in Texturvariante 03. Das ist nämlich unsere neue dritte Texturvariante für dieses Set. So, und diese dritte Texturvariante, die müssen wir jetzt hier aufmachen. Und ich möchte auch in diesem Set wieder mit Bump Mapping arbeiten. Und ich nutze jetzt gleich mal diese Gelegenheit dieses ohnehin viel zu langen Videos, um mal ganz schnell in einem Per-Force-Ritt meine persönliche Methode vorzustellen, wie ich hier draus eine Texturvariante für Bump Mapping mache mit einer N- und einer H-Datei. Wie man die dann nennt, Spekularitätsmap oder High-Map oder was der geschätzte Kollege Zetz, CETZZ, da im Forum neulich alles wieder tiefgründig erklärt hat, was man ja auch alles verstehen kann, was sicherlich alles gut und richtig und wichtig ist. Aber für mich ist das schon wieder alles, weiß ich nicht, zu viel. Mir hat das vor langer, langer Zeit mal ein EEP-Konstrukteurskollege ganz kurz und knapp erklärt via Skype. Und ich habe mir das gemerkt und habe es mir auch aufgezeichnet. Dieses Skype-Gespräch mit Bildschirmfreigabe habe ich mir natürlich in Absprache mit dem Kollegen damals aufgenommen und kann mir das als YouTube-Video für mich persönlich immer wieder ansehen, wie man das macht. Und ich zeige es jetzt hier auch nochmal, ob das alles so in letzter Perfektion richtig ist. Da mögen mich dann diese super Fachleute für irgendwelche Grafikanwendungen und für irgendwelche Bitmaps und tralala Formate, die mögen dann das alles viel besser wissen und können und beherrschen und durchdringen. Ja, wunderbar alles. Für mich reicht das, wenn ich jetzt hier dieses Bild habe und jetzt zack, 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 Korrekturen umwandeln in ein Schwarz-Weiß-Bild, alles in Paint.net mit etlichen Plugins, die ich mir vor langer Zeit hier mal installiert. Viel zu viele Plugins. Vieles davon brauche ich gar nicht. Macht das alles nur fürchterlich unübersichtlich. Aber sie sind mal da und ehe ich die jetzt wieder aussortiere im Nachhinein, lasse ich es so in Schwarz-Weiß umwandeln. So, dann wird das hier alles so gräulich. Und jetzt gibt es, das ist allerdings ein Zusatzding, was ich mir irgendwann mal installiert habe. Und zwar unter Stilisieren gibt es ein Plugin, das nennt sich Normal Map Plus.
Also man hat das in Schwarz-Weiß umgewandelt und dann jetzt hier Normal Map Plus. Und dann wird so eine typische Normal Map. Die haben immer diese komische Farbe hier. Das kann man auch alles tiefgründig erklären, warum das so eine komische Farbe ist, ist mir jetzt egal. Ich lasse das auch. Diese ganzen Schieberegler fasse ich nicht an und speichere das jetzt hier nach OK. Speichere ich das jetzt hier speichern unter und zwar auch auf dem Desktop erstmal als 10648 unterstrich N, wie Normal Map. So, speichern. Man sieht hier schon so eine Raufaser-tapetenartige Nahaufnahme davon. Also hier in dem großen Bild sieht man das alles gar nicht so, aber wenn man in einer Nahaufnahme hier rangeht, dann sieht man, dass das wie Raufasertapete schon aussieht. Damit hat man schon so eine Vorahnung von Bump-Mapping. So, okay. So, jetzt nochmal. Das war also dieser holzschnittartige Weg, dieser saumäßig einfache Weg. Nochmal Schwarz-Weiß-Map. Wo ist es? Nochmal Schwarz-Weiß. Und jetzt nochmal Korrekturen und Helligkeit, Kontrast. Und nun kann man etwas mit den Reglern hier tatsächlich mal spielen. Und zwar Kontrast mal ein bisschen hoch. Da gehe ich immer gerne so auf 75. Das sind dann so meine privaten Werte. Da sieht man jetzt hier auch schon wieder Raufasertapete und die Helligkeit können wir, wenn es so hell wird, können wir die sogar so lassen. Da habe ich jetzt von diesem Kollegen ZCETZZ, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche oder wie sich dieser Name richtig ausspricht, habe ich also gelernt, dass das in EEP wohl tatsächlich nur irgendwelche Glanzwerte sind. Ich dachte bisher in meiner völligen Ahnungslosigkeit immer, dass das wohl auch irgendwas mit dieser High Map, mit dieser Höhenmap zu tun hat. Hier, wie doll man also da unten diese Kratzer im Beton dann ja in diesem Bump-Mapping, in dieser Dreidimensionalität einer zweidimensionalen Textur, in dieser gefakten 3D-Textur dann irgendwie, das soll aber wohl tatsächlich nur irgendwas mit Glanz zu tun haben. Egal, egal, egal. Wir lassen das jetzt mal so. Okay. Und speichern das unter diesem Namen, aber nicht N, sondern H wie Heinrich, wie HiMap. Ob das nun richtig ist oder nicht. So. Auch da sieht man wieder diesen Raufasereffekt. Und der soll es ja irgendwo im Ergebnis in IEP dann auch sein. Es soll ja ein Unterschied zu einer ganz schlichten Bitmap 2D-Textur sein. Es soll ja wenigstens eine gefakte 3D-Ahnung sein. So, speichern. Jetzt haben wir mal schon mal dieses Thema Bump Mapping und wir haben unsere Textur hier vorbereitet. Und wir machen uns jetzt so wie hier in diesem 70er-Ordner einen für die 10648 hatten wir uns doch vorhin mal hoffentlich gemerkt. Ich jedenfalls hab's mir gemerkt aus diesem Eintrag in dieser Texturen-Textdatei da im HomeNOS-Ordner. Da stand doch drin, dass da in dem Modell die 10648 als Textur verwendet wird. Und wir hatten sie uns ja hier auch aus dem Parallels-Ordner rausgeholt. Ehe wir da noch was falsch machen, benennen wir mal diese Datei hier auf ein. Da steht ja schon Variante 2. Da steht es ja schon. Brauchen wir ja gar nicht zu machen. Gut. So, jetzt nehmen wir uns also diesen Ordner hier. 48. Den benenne ich mal gleich um. Hier noch im Nachhinein. Das macht nichts, wenn ich das im Nachhinein mache, nenne ich den mal Text Variante 01 und
02. So. Und übernehme mir das auch in die Zwischenablage, mache das zu, gehe hier in meinen Ordner 72, lege mir einen neuen Ordner an und den nenne ich jetzt Textvariante 03. Und in diese 10648 Textvariante 03 kommt dann alles rein, was ich jetzt hier auf dem Desktop zu liegen habe. Verschiebe ich hierher. Bam. Da drinnen. Desktop ist wieder aufgeräumt. Ist hier gesammelt drin. Alles, was ich jetzt hier für dieses 72er Set an Texturen 03 brauche, ist jetzt erstmal hier drin. Und ich habe hier die 48, die 48H und die 48N. Und diese drei Dateien, die kopiere ich mir jetzt hier einfach nochmal als Kopien. Und diese Kopie benenne ich dann um, indem ich hier hinten alles weglösche, bis auf die 48. Und alles weglösche, bis auf die 48N. Und alles weglösche, bis auf die 48H wie Heinrich wie IMAP. Meinetwegen auch Displacement Map oder wie auch immer man die dann nennt. Weiß ich jetzt nicht. Interessiert mich nicht. Muss ich ja nicht richtig machen. Ich kann ja alles so falsch machen, wie ich will. Ich sitze ja hier ganz alleine für mich und mache meinen eigenen Mist. Und alle, die sich es antun, sich dieses Video anzuschauen, gucken mir ja nur bei meinem eigenen Mist zu. Ich nehme ja nicht für mich in Anspruch, hier die alleinige Wahrheit zu verbreiten und alles richtig zu machen. So, 48HN und so weiter. Und um das dann auch alles in Parallels immer vorrätig zu haben, öffne ich nochmal meinen Parallels-Ordner und kopiere diesen ganzen Schmutz ganz frech hier rein. Und überschreibe in dem Augenblick alles, was hier drin ist an 48, 48N und 48H. Denn das ist die 10648, so wie ich sie für das Set gebraucht habe, was ja jetzt schon im Testbereich ist, was fertig ist, was demnächst im Shop erscheint. Da will ich ja vorläufig nicht mehr ran. Und wenn ich mal ran will und ran muss wegen irgendwelcher Fehlerkorrekturen und ich da noch mal was exportieren muss im HomeNOS, dann habe ich ja sämtliche Varianten dieser 10648 entweder hier in diesem Set-Ordner drin oder hier auch als Kopien unter 10648. Wo ist es hier unten? Habe ich die ja auch alle hier drin. 48, hier, da sind sie doch alle. Version, Version, Version. Da sind sie doch alle H und N und auch die bisherige H und die bisherige 48. Da ist doch alles da. Und da schmeiße ich jetzt noch zusätzlich zu dem, was hier schon ist, überall noch die Dreier-Varianten rein. Und eben, ich überschreibe die hier. Also da passiert gar nichts. Da wird nichts Unwiederbringliches gelöscht. Alles ist doppelt, dreifach und mit verschiedenen Namen ist also alles hier drin. Mehr oder weniger übersichtlich. Hierher kopieren. So. Ach so, diese T-Com Seamless. Hat der jetzt nur diese eine kopiert? Alles hierher kopieren. Ja, da fragt er mich jetzt nämlich, er hat vorher nicht alles kopiert. War wahrscheinlich wieder irgendwie nicht richtig markiert oder was. Man muss halt auch immer alles richtig markieren. Also Dateien im Ziel ersetzen, ja, ich will die ja überschreiben. Und jetzt sieht man auch, dass er das hier alles herkopiert hat. Und diese eine hier, die brauche ich hier nicht. Diese T-Com
die von Texturis kommen, die brauche ich hier drin nicht. Die habe ich woanders. Die müllt hier nur den Parallels-Ordner voll, die brauche ich da nicht. Diese T-Com von Texturis.com Concrete New, die kann hier weg. Und zwar ersatzlos, unwiderruflich. Mit gedrückter Shift-Taste unwiderruflich. So, weg damit. Jetzt habe ich aber die neuen hier. Und vor allem die 10648 ist in der neuen Version hier drin. So. Und nun kommt der erste Moment, wo der Affe ins Wasser springt, wie man so schön sagt. Wo es also ernst wird. Jetzt machen wir mal den Home NOS auf. Halt, 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 halt. Home NOS aufmachen. An der Stelle musste ich jetzt das Video doch mal entgegen meiner sonstigen Gepflogenheiten schneiden und die weitere Aufnahme aus der ersten Session verwerfen. Denn da hatte sich ein gravierender Fehler eingeschlichen, und zwar beim Kopieren dieser Texturdateien und insbesondere auch beim Speichern der Texturdateien. Ich hatte nämlich diese schönen 10648 Texturdateien, auch die H- und die N-Dateien, also alle 3 Stück, wunderbar als JPG-Dateien gespeichert. Und zwar so wie heruntergeladen bei Texturis.com. Da bekommt man auch immer JPG-Dateien und ich verwende im Home NOS und im Parallels-Ordner immer PNG-Dateien. Ja, und da gab sich dann der fatale Fehler, dass der Home NOS mit den wunderbar gespeicherten JPG-Texturdateien nicht anfangen konnte und die diesem Projekt nicht zuordnen konnte und es da zu wunderbaren Fehldarstellungen in der Form kam, dass mir immer noch die alte Textur aus diesem anderen Set dort zu den Dateien angezeigt wurde, zu den Modelldateien, zu dem Projekt. Und ich habe das, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten lang nicht durchschaut. Dann habe ich die Aufnahme abgebrochen, dann habe ich mir das alles nochmal angesehen. Da ist jetzt, weiß ich nicht, eine halbe, dreiviertel Stunde drüber vergangen. Und dann hat es Klingeling gemacht und bei mir ist der Groschen gefallen, dass ich da also meine Texturdatei in den Parallels-Ordner mit einem falschen Dateiformat kopiert habe, nämlich mit JPG, während ja im Home NOS immer PNG-Dateien, jedenfalls in meinen Projekten, immer erwartet werden. So. Ja, naja, und dann habe ich also diese Dateien nochmal in Paint.net geladen, diese JPG-Dateien, und habe die also alle 3 Stück, die H, N und die eigentliche Texturdatei 10648, alle nochmal exportiert und diesmal darauf geachtet, dass ich das Dateiformat von JPG auf PNG umändere und die als PNG-Dateien exportiere. Und dann die ganze Umbenennerei gemacht, also alles das, was ich bis jetzt hier eben im Video ja schon alles gezeigt habe. Vielleicht ist es ja dem geneigten Betrachter auch aufgefallen und jeder hat schon, was erzählt denn der Byronic da und das ist doch alles falsch und der hat doch da JPG-Dateien. Also so als unbefangener Beobachter kann man das ja vielleicht sogar merken, wenn man da genau hinschaut. Bloß ich in meiner Trance sozusagen, in meiner geistigen Abwesenheit und Umnachtung, habe das halt vorhin nicht gemerkt und habe da wunderbar alles als JPG-Dateien gespeichert und dann auch in Parallels-Ordner kopiert und mich da noch gewundert, warum der die Dateien erst nicht kopiert hat. Er hatte sie wohl kopiert, bloß er hatte die alten PNG-Dateien natürlich nicht überschrieben, weil ihm ja als Kopie da eine JPG-Datei angeboten wurde und die hat er auch dankbar importiert. Und die JPG-Dateien waren ja in dem Moment keine Kopie, sondern eine neue Datei. Deswegen hat er da auch nichts überschrieben und auch nicht nachgefragt. Und ja, na gut, also langer Rede, kurzer Sinn. Ich habe das jetzt alles gemerkt, habe das alles nochmal, das Dateiformat auf PNG geändert, nochmal eingefügt. Und wenn ich jetzt den Home NOS öffne, so wie ich das jetzt hier gerade getan habe,
Dann kann ich jetzt auch das Video im zweiten Aufguss ab dieser Stelle hier, ab 1 Minute 13, wie ich inzwischen weiß, jetzt auch wieder weiter aufnehmen und dann hoffentlich auch bald mal zum Ende bringen, damit das hier nicht noch eine unendliche Veranstaltung wird. Ich muss mich kürzer fassen. Projekt öffnen. Und zwar 72 und S30103 und da hinten dann auch das Projekt öffnen. Und wenn ich das jetzt öffne und hier mal in der Anzeige auch mal diese dämlichen Karos am Hintergrund ausschalte und das mal groß mache, dann sieht der geneigte Betrachter nun auch gleich wunderbar dieses erste Bahndamm-Modell, allerdings in aller Schönheit mit der neuen Textur. Hier unten haben wir wieder das, was wir vorhin bei der Bump-Mapping-Textur da gesehen hatten, diesen Fehler im Beton hier, diesen Riss. Der zeichnet sich da jetzt auch wunderbar ab. Und mit ein bisschen Bump-Mapping sogar auch. Hier sieht man allerdings zwei UV-Maps, also zwei Modellteile in Blender, die hier aneinander stoßen, wo also der Riss ein klein wenig versetzt ist. Man möge mir das verzeihen, dass das hier ein bisschen, so genau bitte nicht in EEP hingucken, ja. Ich habe vor allen Dingen keine Lust jetzt da nochmal in die Modellkonstruktion in Blender einzusteigen und die UV-Maps nochmal zu ändern, bloß weil mir das jetzt hier aufgefallen ist. Das ist meine Luschigkeit und meine Nonchalance, um das mal so französisch auszudrücken, was ich ja angeblich nicht kann. Und ich nehme mal an, meine Aussprache ist in Französisch auch unterirdisch schlecht. Das möge man mir bitte mal nachsehen, dass ich bei diesen EEP-Modellen hier nicht ganz so genau hingucke. Dass da ein ganz kleiner Versatz drin ist. So, und das wird übrigens auch deswegen nicht so auffallen, weil diese Bahndammteile hier ohnehin entweder im Bahndamm drin verschwinden oder sich zwei solche Dinger hier unmittelbar benachbart aneinander stehen. Also, dass man das hier als Stirnseite sozusagen völlig freistehend sieht, dürfte eher die seltene Ausnahme sein. So viel mal zur blassen, untauglichen Entschuldigung. Und hier oben fällt es auch nicht so sehr auf. Also ich finde, das ist noch im Rahmen des Erträglichen. Da habe ich bei anderen Modellen auch schon Schlimmeres gesehen. Aber gut, die Unzulänglichkeiten in anderen Modellen, ich will mal von anderen Konstrukteuren gar nicht reden, soll man ja auch nicht machen, ähm, sind natürlich nie eine Rechtfertigung für eigene Unzulänglichkeiten. Aber gut. So, weg. Zurück zum Thema, schneller fertig werden. Bloß nicht schon wieder abschweifen. Man sieht jetzt, wie einfach ich das jetzt hier geöffnet und importiert habe und die neue Textur ist da. Ich muss nichts mehr ändern. Das Modell ist fertig. Es gibt nur noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich aber jetzt auch nicht vergessen will und darf und anbringen muss. Was man hier noch bei diesem Klonen unbedingt beachten muss und ja eigentlich auch nur beachten muss, wenn es sowas wie um diese Splines hier geht, ist, dass man bei diesen geklonten Spline-Modellen natürlich eine völlig neue, einzigartige Spline-ID vergeben muss. Denn ich habe das jetzt alles kopiert aus dem vorhergehenden Set-Ordner, aus dem Set mit dieser 0070. Habe das hier alles schön hier übernommen, habe die Dateien umbenannt und das Einzige, was ich noch nicht geändert habe, ist die Spline-ID. Und die steht hier, wenn ich das mal mit gedrückter Steuerungstaste vergrößere, ist das der ID-Code 9477. Und dafür gibt es auf meinem zweiten Bildschirm Desktop-Erweiterung eine Liste in Notepad++, eine Textdatei mit den von mir verwendeten Spline-IDs. Und da liste ich alle Spline-IDs auf, die ich jemals irgendwann in einem meiner
Modellsets verwendet habe, verwenden werde und noch zur Verfügung habe. Und da sieht man, dass ich jetzt hier schon bei den mir zur Verfügung gestellten Spline-IDs bei 9600 angelangt bin. Und hier in diesem Modell habe ich die 9477 verwendet. Die ist hier oben 9477 verwendet für Bahndamm 1 S30101. Das war doch genau das Modell, was ich jetzt zuletzt umbenannt habe in Bahndamm 1 S30103. Also nehme ich mir mal diese Zeile hier, kopiere die in meiner Spline-Liste und hänge die hier unten dran in einer neuen Zeile, schön mit einem kleinen Abstand, dass da was Neues anfängt, nämlich auch ein neues Set. Und mache aus dieser 9477 jetzt eine 9561. Sodele, verwendet für Bahndamm 1 S30103. So, und die 95. Und da, um da auch immer Tippfehler auszuschließen, immer schön Copy und Paste, da kann man sich wenigstens nicht vertippen. So, und dann tragen wir die mal hier gleich ein und haben die 9561 als Spline-ID. Alles andere bleibt hier so. Diese Period-Access-Werte, die sind für diese 3D-Splines, das sind also die 3D-Blender-Modelle, die hier in einer bestimmten Wiederholungsrate in diesem Spline vorkommen. Das sind auch zwei verschiedene mit zwei verschiedenen Texturbereichen, also auf der UV-Map, damit diese Schmetterlingseffekte bei Texturen, diese Texturwiederholungen nicht so auffallen. Ich habe bei diesen Splines ist das noch relativ geringfügig. Da sind das nur zwei verschiedene Abschnitte, die sich hier immer wiederholen, die also 1,25 Mal als Wiederholungsrate hier auftauchen. Das kann man aber auch auf 4, 6, 8 Abschnitte, je nachdem wie groß, die werden dann immer kleiner, die Abschnitte und wiederholen sich dann nicht so oft. Also je nachdem, wie ja, auffällig die Textur halt auch gestaltet ist, kann man das dann also noch etwas kleinteiliger auch machen und kann da mehrere Teile auch wiederholen. Anderes Thema ist das Thema solcher 3D-Splines, da gehe ich jetzt hier nicht vertieft drauf ein. Gut, dass es aber wichtig ist, diese Texturnummer, denn sonst überschreibt man sich mit den identischen, die Spline-IDs, die dürfen nicht identisch sein, ja? Genauso wenig wie die Dateinamen und die Modellnamen, ja? Sonst überschreibt man sich da gnadenlos alte Modelle. Also Modelle kopieren selbst ist ja okay. Man darf auch dieselbe Textur-ID verwenden, solange inhaltlich die Grafik unter dieser Textur-ID innen drin das Bild ein anderes ist. Denn sonst ja, hat man nachher die identische Textur. Was soll das? Ich lege doch nicht ein zweites Modell an, was mir ein völlig gleiches Texturbild zeigt. Also das wäre ja nun völlig sinnfrei. Aber gut, also bei den Textur-IDs können die IDs identisch sein, aber bei den Spline-IDs dürfen sie es auf keinen Fall sein. Denn sonst hat man auch da wieder, überschreibt man sich mit dem neuen Spline einfach den alten Spline und der ist dann weg. Der ist dann auch, nie, wenn man noch ein Backup hat, ist der natürlich immer noch im Backup irgendwo da. Den kann man sich dann auch, das ist dann viel Mühe, sich das dann wieder aus irgendwelchen Backups und Sicherungen wieder zurückzuholen und dann das nachträglich kann man das natürlich alles korrigieren. Genauso wie ich jetzt zum Beispiel dieses falsche Dateiformat korrigiert habe. Wenn man dann auch weiß, wo dieser Fehler liegt, das sind dann die Erfahrungswerte, die man erst nach vielen Sets und vielen Monaten und vieler Zeitinvestitionen
Beschäftigung mit dem Motto, das ist dann dieses Wissen, was man im Laufe der Zeit erwirbt, dass man dann solche eigenen Fehler auch schneller aufspürt, wo man sich selber verstolpert hat, sozusagen, in diesem ganzen Dickicht aus Daten und Texten und Ziffern und Einträgen und Innis und auf was man da nicht alles achten muss und eben auch auf solche Dateiformate, wie man sowas halt speichert. Dass man da aus einer JPEG dann eben mal eine PNG-Datei machen muss. So, also wichtig war das noch mit der Spline-ID beim Klonen von Projekten, was ja hier, es geht ja nicht um das Klonen von Modellen, was ja der Anwender dann letzten Endes machen kann, so bei Tauschtexturmodellen zum Beispiel, kann er sich ja Klonmodelle anlegen unter anderem Namen. Und wir haben das hier eben nicht mit Modellen gemacht, sondern mit Homnos-Projekten. Als Konstrukteur kann man ja auch seine Projekte klonen. Und das ist das Thema dieses Videos gewesen, wenn ich jetzt mal zum Schluss komme. Und ich kann ja jetzt zum Schluss kommen und ich komme jetzt zum Schluss. Mach das hier mal zu, exportiere das Modell mal. Auch da muss ich nichts einstellen. Warte mal, ich muss mal gucken hier noch. Bei den, das ist jetzt das Endobjekt und bei dem Träger, also bei dem eigentlichen Modell, sind hier die Werte auch, das sind meine Standardwerte. Ich trage hier meine 199 ein. Bei Reflexion immer dieses Dora, den Glanz 20, Intensität 2, Diffus, in dem Falle -30. Das lasse ich jetzt auch mal so. Also das bleibt alles so. Das ist auch alles hier, das ist ja das alte Projekt, was ich praktisch 1:1 übernommen habe durch Kopieren. Dann nur die Dateinamen mit der 03 da hinten geändert habe auf diese dritte Texturvariante. Und dann habe ich noch in den INI- und Projektdateien auch diese Namen des Modells und dieser Dinge dort noch angepasst. Kann man sich ja alles hier im Laufe des Videos nochmal angucken in Ruhe mit Standbildfunktion auch und zurückspulen und vorspulen und allem. Und dann habe ich jetzt zum Schluss noch die Spline-ID als einzigartige ID noch geändert. Und jetzt gehe ich hier auf Exportieren. Auch da muss ich nichts ändern. Das bleibt alles so. Dieser Bahndamm, das werden wir gleich sehen, hat so wenig Dreiecke, dass ich hier keine Lotstufe brauche. Werden wir gleich sehen. Er ist Splines Straßenbahngleise. Das war ja das mit diesem S03. Splines Straßenbahngleise, auch dieser Export bleibt gleich. Es muss nichts geändert werden. Das ist ja das Schöne daran. Das spart ja auch unwahrscheinlich an Arbeit und auch an Aufmerksamkeit, die man nicht aufbringen muss. Oder man erfasst dann mit einem Blick, dass alles okay ist. Exportieren. Und fertig. Nun komm, du mach. Leg mal jetzt keine lange Besinnungspause ein und vor allen Dingen stürzt nicht ab. Gut. Oder? Oder entschließt er sich doch noch abzustürzen? Nee, er macht's, hat perfekte Eigenschaften und alles gut und alles schön und hat 52 Dreiecke. Da braucht man wohl nur wirklich keine Lotstufen. Und dann hat er hier eine N- und eine H-Datei und alles, ja, und auch allerdings in der Größe ist die viel zu groß. Da müsste ich dann jetzt, die ist natürlich wirklich weit jenseits von Gut und Böse, da müsste ich jetzt auch noch mal einen Schritt zurückgehen, da habe ich auch wieder nicht aufgepasst. Ich habe ja vorhin diese Texturdatei von Texturis.com genommen, das war ja diese JPG-Datei und die habe ich einfach so, wie sie ist, noch bearbeitet und da noch die N- und die H-Datei draus gemacht. Die hätte ich vorher erstmal in Paint.net in der Größe anpassen müssen auf eine 1024er meinetwegen. Also 512 wird dann zu matschig, ist dann zu grob, ist dann zu wenig Auflösung, um dann gerade bei Bump Mapping muss man da doch ein bisschen mehr investieren in die Auflösung, damit also dieser Raufaser-Tapeteneffekt, dieser Beton, diese raue Betonoberfläche
dann doch nicht zu matschig wird. Also ich habe mal jetzt als Erfahrungswert für mich Minimum 1024er Textur. Besser natürlich eine 2048er, dann wird es noch schöner. Naja, gut, da kann man sich jetzt lange drüber streiten, ob man da noch auf Steinzeit-Grafikkarten mit weniger als, weiß ich nicht was, 4 Gigabyte VRAM Rücksicht nimmt. Also ich habe inzwischen eine 3060 RTX drin. Die hat 8 Gigabyte VRAM, glaube ich, oder hat die sogar 12? Ach, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Also die hat jedenfalls reichlich VRAM, also halbwegs zeitgemäß halt, sage ich mal. Solange man da natürlich immer noch auf Steinzeitrechner Rücksicht nimmt. Das wird sich mit EEP 18 auch alles ändern. Da werden die ganzen Systemanforderungen sowieso deutlich höher werden. Da ist das dann also alles sowieso ein bisschen lockerer wahrscheinlich auch zu sehen. Da kann man dann auch mit der Unreal Engine ja dann, früher oder später wird die ja kommen, da kann man dann, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor, aber da ist ja auch schon vieles öffentlich erwähnt worden. Da verrate ich jetzt bestimmt keine höchst geheimen Geheimnisdaten, irgendwas. Das soll ja alles kommen und das ist ja auch gut und schön so. Und da wird sicherlich mit der Unreal Engine dann sicherlich auch der allgemeine Standard auch für EEP-Texturen sicherlich um einiges angehoben werden können und müssen. Ja, also mindestens 10 24er Texturen, aber natürlich jetzt hier nicht jetzt schon 4100 mal 4100. Also das wäre jetzt so für ein shop-reifes Modell nicht akzeptabel. Das würde ich auch nicht durch den Test kriegen und auch nicht zum Test einreichen. Also keine Angst, auch liebe Kollegen, die sich sowas hier jetzt angucken sollten und dann schon wieder aufschreien, oh, was ist der Byronic denn da und um Gottes Willen und das geht ja gar nicht und was erzählt der denn da und ja, nein, also 4100, da kommt nicht in Frage, Punkt. Aber ich spule jetzt hier noch nicht nochmal zurück und fange nicht nochmal an. Noch dazu mich meine Frau gerade zum Abendessen gerufen hat. Also ich mache jetzt hier Schluss. Das Ding ist exportiert. Man sieht es, da war nichts weiter nötig. Ich hätte halt im Vorfeld diese Textur da verkleinern müssen. Aber das wären auch nur ein paar Mausklicks gewesen. Wenn ich dran gedacht hätte, wäre das kein Problem gewesen. Ich habe jetzt diesen Workflow hier einmal gezeigt, wie man das macht, dass man im HomeNOS Modelle klont. So, nach dem Abendessen werde ich diese zwei Videoteile noch zusammenkleben in so einem Videoschnittprogramm und dann bei YouTube hochladen und dann ist das Ding erledigt und man kann sich das dann angucken. Und dann können sie alle über mich herfallen, was ich hier wieder für ein Quark erzählt habe und mich wieder völlig verplaudert habe. So, ich wünsche wie immer weiterhin viel Spaß mit EEP und tschüss.